Es gibt Orte, die man besucht und es gibt Orte, die man erlebt. Namibia ist so ein Ort. Ein Land aus endloser Weite, wo es nicht darum geht, anzukommen, sondern darum, unterwegs zu sein. Und genau deshalb bereist man Namibia am besten ganz individuell mit einem 4x4 Mietwagen und Dachzelt. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise von Windhoek bis nach Sossusvlei und zeigen dir, wie ein Roadtrip durch Namibia mit Dachzelt wirklich aussieht. Wie fährt sich ein 4x4 auf Namibias Straßen? Wie lebt es sich im Dachzelt? Welches Equipment ist mit dabei? Und wie sind die Campsites ausgestattet? All diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir dir in diesem Video und tauchen dabei in Namibias traumhafte Landschaften ein. Viel Spaß! These are your 10 pins. They are basically just to keep this cover up. Your gas bottom. Yeah. Then your knives, forks, spoons. Check again. You just turn it up. Hallo aus Windhoek. Wir sind hier bei Advanced 4x4 Car Hire und haben unseren 4x4 mit Dachzelt gerade abgeholt. Unser Zuhause für die nächsten 2 Wochen hier bei unserem Roadtrip durch Namibia, der uns überhaupt erst ermöglicht wurde durch Advanced 4x4 Car Hire, mit dem wir in diesem Video zusammenarbeiten. Da haben wir gerade alles sehr ausführlich, sehr gut erklärt bekommen. Ich bin sehr aufgeregt, wie der ganze Trip so wird, sind aber jetzt gut vorbereitet, fahren gleich los, tanken voll, gehen einkaufen, damit wir ganz viele Vorräte haben, und dann geht es morgen früh direkt nach Sossusvlei. We are on the road hier mit unserem niegelnagelneuen Toyota Hilux. Der hat erst 40 Kilometer und allen möglichen Schnickschnack hier, Automatik, Tempomat und so weiter. Auch doppelten Tank. Wir haben jetzt einmal vollgetankt, das sollte für über 1000 Kilometer reichen. Davon fahren wir heute 330 nach Sesriem. Das ist der Ausgangsort für Sossusvlei, diese bekannten Dünen hier in Namibia. Es geht jetzt erstmal über geteerte Straße, später auch über Gravel Road, aber das ist hier mit unserem Auto gar kein Problem. Einmal Fahrerwechsel, Hell ist jetzt am Start. Und eine wichtige Anmerkung: Hier in Namibia herrscht Linksverkehr. Wir sind das jetzt gewöhnt, weil wir 3 Wochen in Südafrika waren, sonst ist das eine kleine Umstellung, aber bei Automatik ist es deutlich einfacher. Und ihr hört es, glaube ich, auch im Hintergrund so ein bisschen. Hier sind wirklich auch schon viele Bodenwellen auf den Straßen. Man ist generell viel auf Schotterstraße unterwegs, viele Steine, viele Schlaglöcher und so weiter. Man braucht ein Auto mit viel Bodenfreiheit. Das geht in Namibia nicht anders. Wir sagen sonst auch immer, ach, geht schon, VW Polo, Suzuki Espresso auch in Südafrika passt schon, aber nicht hier in Namibia. Die Infrastruktur ist nicht darauf ausgelegt, irgendwie mit kleinen Autos hier großartigen Roadtrip zu machen. Man sieht auch gar keine kleinen Autos. Nee, das sind alles nur Toyotas, Hilux oder andere große. Ihr merkt und seht es. Also so, das würde einfach mit einem kleinen Auto hier nicht funktionieren. Und mit dem Toyota, finde ich, macht es richtig Spaß Ja, sogar. ist ganz cool. Wir sind im Camp angekommen. Hier Baum Nummer 41 ist unser Stellplatz hier. Okay. Ja, also zuerst Tisch und Stühle, ja? Yes. Ich liebe diese ganzen diese smarten Sachen. Ja, das ist voll gut verstaut, ne? Wir haben noch was, um es cozy zu machen. Ja, Mann. Oh mein Gott, das müssen wir euch nachher zeigen. Ich würde sagen, Wir machen das Zelt. Ja, Okay? ja, Ja? geht. Ich glaube schon. Okay. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Okay, jetzt einfach die Leiter halten und dann können wir es Ja, oh mein Gott, okay, krass. herunterlassen. Okay, so ist es echt leicht. Schlafsack. Yes. Kissen. Das ist Nummer 2. Unser Zuhause für heute Nacht und auch für die nächsten Nächte. Ich glaube, es wird cozy. Es hat jetzt echt nur ein paar Minuten gedauert Ja. und wir sind die absoluten Amateure und Anti-Camper. Also es ist mega easy und ich glaube, die nächsten Tage wird es so ratzfatz gehen auch. Ja, dann zeigen wir euch jetzt noch hier, was hinten drin ist, unser ganzes Camping-Equipment. Da haben wir einmal unseren Kühlschrank, der wird, wenn man fährt, durch die Autobatterie betrieben, und dann hier haben wir ein Verlängerungskabel, Yes. wenn wir stehen. Das schließen wir jetzt hier gleich mit dem Strom an. Ja, das ist unser ganzes Zubehör, was wir zum Kochen haben. Genau, also wir haben einmal hier diese Gasflasche und dann hier ist quasi alles an Geschirr. Wir haben verschiedene Töpfe, wir haben sogar ein Sieb, eine Pfanne und so weiter. Also alles, das wir kochen können. Hier ist das ganze Besteck drin. Tassen, Gläser, Teller. Ich glaube, wir sind gut Ja, ausgestattet. hier ist so ein, ja, wie sagt man, so ein Spül. Ja, Ding. stimmt. Das nutzen wir dann danach. Das kann man, glaube ich, hier so aufmachen. Wasseranschluss gibt es hier auch und dann können wir da drinnen sauber machen. So, was brauchen wir noch? Käsereibe? Darauf wird immer Wert gelegt. Es gibt immer eine Käsereibe. Käsereibe ist ganz wichtig. Ja. Aber nicht für uns heute. Besteck und Teller. Aber das Wichtigste habe ich hier. Willst du was dazu sagen? Okay. Geht auf ja. deinen Nacken. Geht auf meinen Nacken. Die habe ich in Südafrika gekauft.
Ich sag mal so, war glaube ich nicht der beste Deal, da hätte ich besser verhandeln müssen. Aber ich habe zu Helen gesagt, wie cool wäre das, wenn wir die dann in Namibia dabei haben und immer auf unseren Tisch legen können beim Camping. Das macht es halt cozy. Das macht es sehr cozy. Hat mich überzeugt. Die kleinen Dinge machen manchmal diese Unterschiede aus, finde ich, dass es so schön gemütlich ist. Während die Sonne untergeht und unsere Nudeln kochen, zeige ich euch mal hier die Facility. Also hier hat jeder an seiner Campsite so eine kleine Feuerstelle. Wir haben auch einen Grillrost und man kann hier auch überall Feuerholz kaufen. Also wer grillen will, kann das gerne tun. Bei uns. Wir begnügen uns mit den Nudeln. Hier ist ein Wasseranschluss und ein Stromanschluss. Das hat hier jede Campsite. Und es gibt natürlich auch einen Gemeinschaftsbereich. Es gibt ein großes Restaurant hier. Da kann man natürlich auch einfach Essen bestellen, wenn man jetzt hier selbst nicht kochen will. Aber man muss darauf achten, gerade während der Hauptreisezeit sind diese Campsites, gerade bei den bekannten Orten wie hier eben Sossusvlei oder Etosha Nationalpark, relativ schnell vergriffen. Also gerade während der Hauptreisezeit vorab buchen. Wir sind jetzt im Mai hier und trotzdem konnten wir nicht mehr alle Tage auswählen, obwohl wir so, ich weiß nicht, vielleicht 2 Monate vorher gebucht haben. Und hier ist das Klohäuschen. Ein paar Waschbecken und Pissoirs. Dann hier ganz normale Toiletten. Und hier sind auch direkt die Duschen. 3 Stück. Dafür, dass wir wirklich die Anti-Camper sind und das zum ersten Mal, sind wir gut prepared, oder? Und ich kann dem auch was abgewinnen. Also ich finde es irgendwie gemütlich bisher. Ja, die Sonne ist jetzt hier untergegangen. Man sieht den Mond schon. Wir haben hier Lampen, wir haben eine Mückenkerze. Wir haben ein leckeres Nudeln mit Pesto. Das wäre viel zu Hause, wenn ich koche. Wirklich viel zu Hause, wenn du kochst. Guten Appetit. Danke dir auch. Wir haben aufgegessen, spülen gleich noch. Es hat schon eine gewisse Romantik. Das lässt sich nicht leugnen. Und wir gucken einfach gerade auf den krassesten Sternenhimmel um 19:30 Uhr. Ja. Sieht ganz bequem aus hier, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Here we are, haben uns cozy eingerichtet. Ja, wir haben einmal unsere Stirnlampe hier oben hingehängt. Die fungiert jetzt als Licht. Dann ist es gerade aktuell noch recht warm hier drin. Deswegen haben wir hier nochmal aufgemacht auf beiden Seiten, dass ein bisschen Wind reinkommt. Dann haben wir die Schlafsäcke, Kissen. Ich glaube, es ist eigentlich ganz gemütlich. Ja, hier ist so eine kleine Pouch, wo man so Sachen reinmachen kann. Ja. Ah, da hinten auch noch. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, gute Nacht. Ja. Wir sehen uns in ein paar Stunden wieder. Vamos, let's go. Okay, let's go. Guten Morgen, wir haben die erste Nacht im Dachzelt hinter uns gebracht. Es war wirklich sehr komfortabel und auch recht warm, also wir haben nicht gefroren und sind jetzt früh mit vielen anderen aufgestanden hier zu Sossusvlei, einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Namibia. Und da gibt es eine Besonderheit zu beachten, und zwar gibt es 2 Gates, die zu unterschiedlichen Uhrzeiten öffnen. Einmal das Outer Gate, das öffnet für gewöhnlich um 7:30 Uhr zum Sonnenaufgang, und einmal das Inner Gate, das öffnet eine Stunde früher um 6:15 Uhr oder um 6:30 Uhr und bietet natürlich den Vorteil, dass man dann schon zum Sonnenaufgang in den Dünen ist. Ein tolles Licht hat, hoffentlich gleich. Aber es kommt zu einem Preis, denn es gibt nur 2 oder 3 Unterkünfte, glaube ich, die innerhalb dieses Inner Gates liegen, und die kosten natürlich extra. Deswegen hat diese Campsite für heute Nacht, die ja recht einfach war, trotzdem 70 € gekostet. Aber dadurch fahren wir jetzt hier so, ich glaube 50, 60 Kilometer ungefähr, erstmal auf einer geteerten Straße, und dann sehen wir hoffentlich die ersten Dünen schon zum Sonnenaufgang. Entlang der geteerten Straße gibt es dann verschiedene Dünen, wo man anhalten kann. Düne 45 ist die bekannteste, vor allem für den Sonnenaufgang. Aber wir sind hier gerade lang gefahren und ich habe gestern gelesen, Düne 40 sei dafür auch ganz gut geeignet. Und hier steht einfach niemand auf dem Parkplatz. Wir sind ganz alleine. Dachten wir, okay, komm, bevor jetzt irgendwie bei Düne 45 zu viele Leute sind, genießen wir einfach dieses Panorama ganz in Ruhe. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, hier zu bleiben, weil bisher waren nur 2 andere Leute da gewesen. Und die waren vorher bei Dune 45 und meinten, da war es deutlich voller. Und dass voll viele Leute da natürlich auf die Düne draufgehen. Und jetzt sind wir sozusagen die Ersten, die hier die Düne... diese Düne erklimmen.
sieht ja sehr elegant aus. Also der Abstieg ging auf jeden Fall ein bisschen schneller als der Aufstieg. Ich glaube, es sah aber nicht ganz so elegant aus, wie du dachtest. Es hat sich sehr dumm angefühlt Okay. beim Laufen. Ich glaube, es sah auch so aus, oder? So eine Ente. Wir sind hier jetzt beim Parkplatz, wo die asphaltierte Straße Richtung Dead Valley endet. Wer kein 4x4 hat, muss hier aussteigen und einer der Shuttle-Services nehmen. Wer ein 4x4 hat, kann die sandige Straße selbst langfahren. Wir haben 4x4. Uns wurde auch bei Advanced 4x4 erklärt, wie man das anmacht. Hier einmal. Und ich habe es noch nie gemacht, bin noch nie Allrad gefahren, noch nie durch tiefen Sand gefahren, durch den es jetzt geht. Ich hoffe, wir bleiben nicht stecken. Wir haben gestern einen Follower getroffen, in Solitär bei dem Apfelkuchen, den wir natürlich auch mitgenommen haben. Und der hat uns gesagt, immer den Jeeps hinterherfahren, also diese Shuttles hier. Und die Spuren und Rillen von denen nutzen. Okay, let's do it. Let's do it. Du musst dich an die Fersen von dem hängen. Ja, mach ich. Ich bin so nervös. Quatsch. We made it. Yes, ohne stecken bleiben. Ihr wisst, bei uns gibt es ja immer die volle Transparenz, also die Ruhe, die wir bei Dune 40 hatten, die gibt es hier bei Dead Valley nicht mehr. Erwartungsgemäß, ehrlicherweise, ist die wahrscheinlich bekannteste Sehenswürdigkeit hier in ganz Namibia. Aber dass hier so viele Reisegruppen sind, das hätte ich Etwas überrascht doch auch. hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Dafür, dass jetzt ja noch gar nicht Hauptsaison ist eigentlich. Tote Flay, tote Pfanne, wie wir dazu sagen. Dead Flay, Pfanne ist Flay und Dead ist tot. Ja. Aber was man Dead Valley trotz des Besucheransturms nicht absprechen kann, ist die Schönheit. Also es ist wirklich extrem beeindruckend zu sehen. Und Dead Valley bedeutet sowas wie tote Pfanne. Und das ist hier eine alte Salzpfanne. Und es war früher mal ein Fluss vor 900 Jahren. Und dieser Fluss wurde dann aber irgendwie gesperrt. Teilweise auch durch die Bewegung der Sanddünen hier überall. Und dann haben diese Bäume kein Wasser mehr bekommen. Und durch das sehr trockene Klima hier sind die halt irgendwie nicht verrottet, sondern sozusagen ausgetrocknet. Wurden quasi mumifiziert und stehen hier jetzt halt seit Jahrhunderten von Jahren und dienen heute als wunderschönes Fotomotiv. Das ist übrigens der alternative Wanderweg. Einmal hier komplett über die Dünen auf Big Daddy hoch und dann einmal runtersliden. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann hier. Da gehen gerade ein paar Leute runter. Das muss auch krass sein, ne? Mit etwas Geduld findet man hier auch noch ein ruhiges Plätzchen. Also es ist schon ein sehr besonderer Ort, aber jetzt wird es auch richtig heiß. Das ist auch der Grund, warum so viele jetzt hier zu der Zeit da sind, weil ab 10, 11 Uhr ist es hier wirklich brutal. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und sollten euch mehr Videos interessieren hier aus Namibia, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Wir sind noch ein Stück weiter durch den tiefen Sand gefahren. Übrigens habe ich den Reifendruck bei 1,8 bar gelassen. Das wird grundsätzlich für die ganzen Schotterstraßen empfohlen. Eigentlich soll man es bei tiefem Sand noch etwas weiter runter machen, aber es ging jetzt auch so ganz gut. Und jetzt stehe ich hier bei Sussusvlei. Und Sussusvlei ist nicht nur der Name des Ganzen hier, also der Dünen von Dead Valley und so weiter. Das wird alles als Sussusvlei bezeichnet, aber das ist der Spot Sussusvlei. Und der ist, wie ihr seht, noch nicht komplett ausgetrocknet. Hier hinter mir seht ihr die trockenen Stellen und da hinten ist tatsächlich noch etwas Wasser drin, was für diese Jahreszeit sehr untypisch ist, weil wir haben jetzt Mai, das ist eigentlich Trockenzeit, aber dadurch, dass es in der Vergangenheit noch viel geregnet hat, ist da noch Wasser drin. Also auch ein sehr besonderes Naturschauspiel hier und insgesamt hat uns Namibia richtig gut gefallen. Also wir sind tatsächlich etwas überrascht davon, dass es so ein beliebtes Ziel für Reisegruppen ist. Das hatten wir vorher nicht auf dem Schirm, aber für alle die es individuell machen, ist so ein Toyota Hilux 4x4 mit Dachzelt echt eine sehr coole Variante. Wir haben es jetzt ja auch zum ersten Mal gemacht und es war so cool, mit dem Dachzelt da zu schlafen und so. Also das können wir echt weiterempfehlen und ganz besonders auch unseren Anbieter Advanced 4x4 Car Hire. Da fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Die haben uns wirklich eine sehr detaillierte Einweisung gegeben, was uns sehr wichtig war, weil wir das halt vorher noch nie gemacht haben. Es gibt einen 24-Stunden-Notfallkontakt und so weiter. Also falls euch das interessiert, dann checkt mal den Link ganz oben in der Videobeschreibung aus und wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.